So, wir sind mal wieder zurück hier bei Gabriel Knight und halte dich vom Malia Geddy fern. Wir haben hier gerade in der letzten Folge 2 dämonische Encounter, also Begegnungen mit der Wahrsagerin hier gehabt. Und die war komplett weggetreten jetzt eben gerade und hat nur gesagt, wir sollen uns vom Malia Geddy fernhalten, ansonsten bezahlen wir dafür mit unserem Leben. Ja. Wir wissen jetzt nicht so richtig, was wir tun sollen. Beziehungsweise ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll. Ich hätte da vielleicht drüber nachdenken sollen, bevor ich diese Aufnahme gestartet habe. Aber gut. It is how it is. Was ich mir vorstellen könnte, wäre... Ah, nee, nein. Haben wir falsch gemacht. Wäre, dass wir vielleicht zu Grace zurück müssen, wenn der Tag endet. Und ich würde ganz gern speichern. Als ich mich jetzt doch nicht fern genug halte. Fernhalten. Ui, das waren aber so wilde Sekunden, Minuten am Ende der letzten Folge. Jetzt zieht das Spiel aber ganz schön an. Hoffentlich wird es ein bisschen noch darker, ein bisschen gruseliger. Da hätte ich Lust drauf. So. Friedhof. Vielleicht finden wir da noch was. Los geht's. Haut er jetzt wieder ab? Der ist das letzte Mal auch abgehauen, glaube ich. Sprechen. Could I have a minute of your time? You got something to say, son? Mind if I pick your brain a minute? Go ahead. These folks ain't in no hurry. Okay. Vielleicht... What do you know about the Voodoo murders? Ain't it just awful, them finding those bodies with voodoo things around them? I don't think there's any real voodoo going on. Somebody's trying to cover their tracks is all. Ja, Schlangen? Do you know any... Snakes? I see snakes around here all the time. Most of them ain't poisonous, of course. What's the significance? Why, St. John the Baptist is the patron saint of voodoo. Oh, das wusste ich nicht. Sometimes we get some weird goings-on in that cemetery on that night. More often a few nights before. People taking grave dirt, bones, and more. That's pretty disgusting. Yep. Don't know what they do with them, but it can't be pretty. Do you have any idea what Gabriel Knight means? No, can't say that I do. Do you know anything about Bebes? I don't know what you talking about. Hier Masken vielleicht Do noch? you know anything about... I don't know what... Tell me something. You know why the dead are buried in tombs, not in the ground, don't you? The water table's too high. Them coffins would float right out of their graves. Them dead would go floating right down into the water. Course, if it were Mardi Gras, nobody'd even notice. Das ist ziemlich dark gewesen. Tja. Kind of a quiet... Most of the time. Ja, dachte ich mir. Okay, aber hier haben wir nicht so wirklich was zu tun. Leider. Ich habe mir das auch schon gedacht. Da müssten wir auch nochmal irgendwann ran, aber da habe ich keine Ahnung, wie wir das lösen wollen. Gar keine. Gar keine. Gabriel, geh bitte. Da kamen wir nicht rein. Ja, gehen wir doch nochmal zum Buchladen und hören mal rein, was sie so erzählt. I knew you'd miss me. I wish you wouldn't wear that coat out. Hat sie was rausgekriegt vielleicht? Hat sie vielleicht was rausgekriegt? Got a minute, Greg? Do you have met... Nope. Could you do... Sure. I can't... Okay. Do you know Veves? ritual pattern? Fascinating. Ich skippe mal ein bisschen, ne? Das muss ja nicht alles hier zum 14. Mal abgespielt werden. Schade. Was haben wir denn im Inventory? Bilder, Pinzette, Lupe. Das ging nicht, ne?
Ah, können wir das vielleicht machen? Those two objects would have no effect on each other. Those two Schade. Können wir die Lupe benutzen? Gabriel magnifies the shed skin from magenta moonbeam's snake. The snake scales are hued brown. They don't match the scale from Lake Pontchartrain. Und können wir jetzt? It's the shed. Okay, also die hat damit nichts zu tun. Jo. Und können wir dann, wenn wir schon mal dabei sind, das hier tun? Gabriel magnifies the iridescent scale is Grün real. und Purpur. Ah, jetzt ärgert es mich natürlich, dass der Schleier, dass wir den nicht mit der Lupe untersucht haben. The irid. Oh, ist das eine Sierra-Falle? Och, bitte nein. This is the first. Tja. Purpur, eine Schlange. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal in den Park und hoffen, dass die Wahrsagerin da ist. Hoffen wir inständig, dass die Wahrsagerin da ist. Dass ich nochmal an die Schlange kann irgendwie. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Oh nein, muss ich neu laden? Ich will es nicht. Bitte nein. Sie ist nicht mehr da. Shit. Was haben wir noch dabei? Was ist das? The small bottle is labeled Master Gambling Oil. Ja, okay, aber das wird uns auch nichts bringen. Ich ahne Schreckliches. Ich glaube, wir müssen neu laden. Tja. Ich glaube, dass wir die Schlangen verbinden oder wie die Schlangen vergleichen müssen. Die war grün. Aber ich will das nicht. Hier konnten wir nichts tun. Das kann doch aber nicht sein. Ich versuche das jetzt nochmal. Yes. I'm sorry. I've got some great. Gusto has Land shark. You have no Bill Murray. Please let me talk to you, Madame Casonou. I don't talk to strangers, young man. Ach, schade. Kann nicht sein, dass es nur Punkte bei Sierra gab, aber eben keine krasse Relevanz hatte, ne? Was war jetzt das? There's no reason to make. Ton, ja. Was können wir mit dem Meisteröl machen? The small bottle. The oil is better preserved with the bottle cap on. Aber was soll das sein? The label reads Master Gambling Oil, but no ingredients warning. Hat
das ist doch jetzt aber... Also das ist doch wirklich... Das kann doch jetzt nicht sein. Oder wir gehen ganz absichtlich da jetzt mal hin. Provozieren wir es mal. Oh, it's you. Miss Geddy is not at home, sir. Can you tell me where she is? It's very important. She's visiting her mother's grave, Mr. Knight. Something even you can't be tasteless enough to want to interrupt. Da werde ich dagegen. Also zum Friedhof. So. Ich meine, das ist das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten müssen wir zurück. Muss ich laden. Weiß er vielleicht Bescheid? Und ich schaue mal eben, wo mein letzter Ladepoint war. Fernhalten habe ich geladen. Nur von der Dame finden. Da habe ich natürlich auch ein paar Sachen getan. Da will ich euch nicht unbedingt mitnehmen. Hello there. You mind if I pick... Sie ist nicht hier. Ich pausiere mal eben. Und dann lade ich mal und guck mal, was das bringt. Bis gleich, meine lieben Freunde. So, ganz kleiner Einschub. Ich habe jetzt hier den Schleier mir besorgt. Guckt ihr mir den jetzt an? Gabriel examines the veil with a Und, That sequin looks a little strange. Why, it's a snake scale. eine Snake Scale. Die kann man bestimmt mit der Pinzette jetzt nehmen. Und dann mal gucken, was passiert. Gabriel carefully uses the tweezers to remove the snake scale from the veil. Gabriel has a scale from the fortune teller's boa. Das ist die Frage. Das hat jetzt also nichts gebracht. Das hat einfach nur Punkte gebracht. Na gut, ich bin ja eh nicht auf die Max-Punkte aus. Gut, dann gucke ich mal weiter offscreen, wie ich jetzt weitermache und bin ein bisschen verwirrt, was ich tun soll. Bis gleich. Ja, und damit wieder zurück. Herzlich willkommen zurück, meine ich natürlich. Auch ganz verwirrt hier. Und ich sitze in der Universität. Ihr wundert euch vielleicht, warum. Es ist einiges passiert. Ich habe noch einmal bei der Wahrsagerin alles durchgeklickert und habe die Schlangenschuppen verglichen. Die war grün und nicht so ja, türkis. Deswegen hat das damit nichts zu tun. Und dann bin ich nochmal alle Lokationen abgegangen und bin schlicht und ergreifend dann am Ende hier gelandet, weil ich natürlich auch die Punkte noch holen musste und so weiter. Achso, das habe ich gar nicht erzählt. Ich wollte dann neu laden und habe dann leider meinen alten Spielstand überspeichert. Und dachte dann, okay, dann musst du halt nochmal alles durchklickern. Hab alles gemacht. Hab die Adresse der Dame wieder rausgefunden und musste auch hier hin. Ne? Also wenn wir alles abgegangen, musste auch hier hin. Und mir ist aufgefallen, dass wir immer also unser Traum von Gabriel, der wird immer hier, also der wurde hier beschrieben, so ein ganz klein bisschen. Und beim Aufwachen ist mir aufgefallen, dass der Professor hier reingegangen ist. Und da waren wir jetzt noch nicht. Und da setzen wir jetzt gemeinsam wieder ein. Ich krieg da mal hin. Sorry für die Verwirrtheit eben. Aber ja, mich hat das ein bisschen fertig gemacht mit dem Neuspeichern hier bei 45 Grad. No. My name is Knight. Gabriel Knight. Well, you have walked into my private office, Mr. Knight. I hope you have something worthwhile to do here. If you figure it out, let me know. Ja. Ich würde ihm ganz gerne ein paar Dinge zeigen. Das hier. Das Bild von dem Mord, was er da vielleicht zu sagen kann. Is there anything you can tell me about the voodoo aspects of this photograph? Also der muss es doch jetzt alles wissen. This is serious voodoo ritual. Nasty stuff. In what way? Let's see. I can't make out much detail from this photograph. Except for the corpse, of course. But the wound, the face,
and what little I can see of the ritual paraphernalia. Reminds me of certain black voodoo practices. Very rare. I've never witnessed them myself, you understand. Really? Interesting. Thanks. Ja, dann würde ich drauf wetten, dass er hierzu was sagen kann. Can you tell me anything about this pattern? Wow. Interesting. Very interesting. Mind if I copy this? Be my guest. Great. I'll be right back. Oh. Kommt er wieder? Here you go. You know, this is a fascinating veve. You must tell me all about its origin. Actually, I was hoping you'd tell me. Can you figure out anything about it from the symbols? Well, some. That's why I wanted a copy. I want to research the design myself. Each of the symbols in the veve represents something, a loa, a place. Where did you get this? Have you heard of the Voodoo murders? No, you're kidding. Really? Then the voodoo is authentic. The newspapers are wrong. Boy, are they wrong. You think this veve is authentic, then? Authentic? Mr. Knight, that's like asking if the Mona Lisa is a painting. Oh. Tell you what, I'll look into these symbols myself and see what I can learn about the sect that made this. I'll give you a call when I have more information. You are associated with the police, aren't you? Absolutely. But I'm, undercover. You can contact me at the St. George's bookshop in the quarter. All right. Now, I'd like to get started on this if you don't mind. Nein. Ich muss erst mit ihm reden, bitte. Ich habe noch eine ganz And wichtige if I Frage. pick your... Not if it will get you out of my office. Voodoo. What can you tell me about voodoo? You already sat through my lecture on the subject, Mr. Knight. Perhaps next time you could stay awake and learn something. Okay, verständlich. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the papers until you showed me that veve. I wasn't interested before, but now, yes, I'd like to figure out where these people come from and what they're up to. They are obviously some very frightening and deadly serious voodoo. What do you know about... I'm hoping you'll... Okay. Do you know anything about snakes? I'm not a zoologist, Mr. Knight. Okay, das ist uns egal. What Johannesnacht. can you tell me about St. John's Eve? It's June 23rd, the feast day of St. John the Baptist. But June 23rd has been a sacred day since the earliest times. Ancient sun worshippers used to roll a flaming wheel down a hill to celebrate the sun's descent on that day. A burning wheel? Huh. Haben wir das schon mal gesehen? Ein brennendes Rad? Im Traum vielleicht? Weiß ich gar nicht. So, jetzt aber. Do you have any idea what caprice en coeur means? Cabrice en coeur. Yes, I do. It's a Haitian term, I believe. It's French, and literally translates as goat without horns. As in a female goat? No, as in a human Ooh. sacrifice. Sacrifices in Voodoo are usually of the animal variety. Chickens, bulls, goats. If the gods demand a goat without horns, it means a human being. Oh, da hat er sich aber verplappert, der Besitzer des Ladens da. Do you know... As I said in my lecture, which I assume you actually listened to, is that animal masks, totems, are used extensively in most African Voodoo religions. Bin gespannt. WW, mal gucken. Can you tell me anything about that veve I showed you? I told you I would research it, Mr. Knight. When I have anything concrete, I'll let you know. Na, hätte ja sein können. Tell me what you mean by black voodoo. Well, like any religion, the beliefs can tend toward positive or negative ends. Can be used for good or evil. Christianity, for example, has its doppelganger, Satanism. Anytime you attempt to set up an icon to explain evil, you invite some warped mind to worship it. The same is true of Voodoo.
There are those who are drawn by and desire personal power from the darker, bloodier Loa. Ja. Have you ever heard of a Schottenjäger? I'm afraid I can't help you there, Mr. Knight. Okay. Tell me more about human sacrifice. It's very rare. Most Voodoo practices do not include human sacrifice as a matter of record, but it is theoretically possible if that's the gods demand. For example, one of the chants I had translated for me from a Haitian ritual went like this. Mistress Azuli, come and aid us. If a cock is demanded, we will give it. If a bull will suffice, behold it. But if a goat without horns is required for sacrifice, oh, where will we find one? Azuli is the gentlest of Loa, so they call on her for mercy. But I have seen grown and powerful Hungan tremble before a possession by one of the more violent Loa, such as Papa Nebo. Clearly, they are afraid that something of the sort will be ordered, or that the Loa will simply take it for themselves. Tja. Okay, wir haben eine Menge erfahren. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Mehr werden wir, glaube ich, hier... Your lecture was... Oh, you think so? You were snoring so loud I didn't think you'd... Okay. Aber ich weiß tatsächlich jetzt nicht... Gabriel Knight. Achso, gehen. Gehen? Okay, thanks. Good day, Mr. Knight. Ja, ich glaube, er kann uns auch ein bisschen dankbar sein, weil wir haben ihm ja durchaus hier ein paar interessante Sachen mitgebracht. Haben aber auch was erfahren. Es geht also um Menschenopfer. Und der Typ, zu dem wir jetzt gehen, der müsste das eigentlich wissen. Hier. Tja. Hi. Also. Ich mach's einfach so. Can I ask... So. I found out what Caprice encore means. How did you know about human sacrifice? I never said those words, monsieur. You must have heard them from someone else. Ich meine... Do you know any black voodoo? Oh, no. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass eine Person ganz besonders interessiert sein dürfte. Und zwar der Polizist. Wir haben ja jetzt ja ordentlich was rausgefunden. Es geht um Menschenopfer. Das muss er doch eigentlich jetzt honorieren, oder? Das muss er doch eigentlich honorieren, der gute Kollege. Hey, mostly. It's... Das skippe ich mal, das haben wir alles schon gehört. Denke ich, dass wir das alles schon gehört haben. Can I ask... So. Und wir können ihm nichts von den... Do you know anything about black voodoo? Black voodoo? Sounds like a put-on to me. Do you have any idea what Caprice encore means? Hell no. Is that French? My mother spoke it, but I always had a hard enough time just speaking English. True enough. Ich habe übrigens das Gefühl, dass der Professor vielleicht in diesem Voodoo-Morden mit involviert ist. Hatte ich eben schon gedacht, er war sehr I'll let you neugierig. get back. Check. Hier ist nix. Okay, wir können ihm also auch nichts sagen. Tja. Tja. Ah, ich weiß, was ich noch machen wollte. Ich wollte die Oma zu dem Wolfgang Ritter ausfragen. Da habe ich nämlich beim Durchspielen gesehen, dass wir noch
beim Nachspielen, ich musste ja wegen des Speicherfelds Gabriel, come einmal, here. ja, nachspielen, dass wir noch die Rufnummer von ihm haben. Und Gabriel wollte ihn ja nicht anrufen. Und sie muss ja eigentlich davon wissen. Sie muss ja eigentlich davon wissen. Ja? Achso. Can we talk? Of course. Heinz Ritter, Wolfgang Ritter, ja. Do you know anyone named Wolfgang Ritter? Wolfgang Ritter. Oh, no, dear. Odd. Do you know anyone named Heinz Ritter? Heinz Ritter. Oh, Gabriel. Where did you hear that name? I found a letter in Granddaddy's clock. I promised I'd never tell you or your father. But I suppose it doesn't matter now. Tell me, Gran. Your granddad's name was Heinz Ritter before he came to America. He changed it to Harrison Knight legally when he arrived. Unser Bruder? Do you know... As I said, your granddad's surname was originally Ritter. I never learned much about his family, but from things he said, I always thought he had a brother back in Germany. Unser Großonkel dann I don't also. know if Wolfgang Ritter is related to your granddad or not. Tell me about... Your father was my... Have you ever... Schattenjager? Schattenjager. How odd, Gabriel. I haven't heard that word in years. My goodness, you've given me a chill. Your granddad used to say that sometimes in Jetzt his wird's wild. sleep. Really? Do you know what it means? No, I'm afraid not. I asked him about it once. I don't think he answered me. Odd. Thanks, Gran. Ich weiß, was wir machen müssen. Jetzt können wir telefonieren. Jetzt können wir den Wolfgang Ritter anrufen. Weil er hat am Anfang gesagt, er hat keinen Grund, ihn anzurufen. Und jetzt hat er einen Grund. Oh Gott, jetzt bin ich ja richtig aufgeregt gerade hier. Lucy. Jetzt bin ich wirklich hooked. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und was es mit Wolfgang Ritter auf sich hat, den wir vielleicht erreichen können gleich. Vielleicht ist das auch ein totaler Letdown, wenn ich da gleich anrufe. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.